Hi, wie baut man was, das eigentlich keinen Namen hat? Auf jeden Fall nicht mit einem fertigen Plan, aber mit einer Idee. Unterwegs kannst du 11 kleine Tipps mitnehmen, die du bestimmt mal für ein eigenes Projekt anwenden kannst. Willkommen bei Toolsinnig. Heute geht's für mich richtig zur Sache. Techniken aus der Holzbearbeitung, die ich so noch nicht angewendet habe. Ob sich Furnier aus Vogelaugenahorn so verwenden lässt, wie ich das will, wird spannend. Kupferakzente und maßgefertigtes Innenleben mit 3D-Druckteilen runden das Ganze ab. Hoffentlich. Für das Gehäuse arbeite ich hier mit 12 mm Pappelmultiplex aus dem Baumarkt. Ich hoffe, dass enge Radien mit dünnerem Material etwas leichter von der Hand gehen. Wieso Radien? Ich bin kürzlich auf einen Artikel über eine große Privatsammlung von Art-Deco-Radios und Lautsprechern aufmerksam geworden und habe ein Stück weit mein Faible für diesen Stil wiederentdeckt. Da kommt also die Inspiration für die Gehäuseform her und die Rundungen möchte ich mit Curve Cuts oder dem Biegeschnitt umsetzen. Mein Video über meine Tests von Curve Cuts mit 3 unterschiedlichen Maschinen verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Tipp Nummer 1 ist also, man braucht nicht zwingend eine Tischkreissäge für diese Methode. Was die Maße angeht, habe ich aktuell eigentlich nur die Oberseite geplant. Der flache Teil davon soll groß genug sein, um etwas drauf abstellen zu können. Der Rest soll einfach proportional passen. Für die Vorder- und Rückseite fräse ich Falze ein. Auch wenn ich keinen genauen Plan habe, glaube ich, dass die für den weiteren Bau hilfreich sein werden. Die nachträglich zu fräsen stelle ich mir schwieriger vor, also lieber jetzt. Wer sich jetzt da an den Handschuhen stört, ich kann's verstehen. Habe mich aber in der Situation mit etwas mehr Grip am Material sicherer gefühlt. Mit Schiebeblöcken habe ich bisher noch nicht gearbeitet, aber ich baue mir bald mal welche und probiere das aus. Als zweiten Tipp vielleicht, lieber Schiebeblöcke parat haben. Die Falze nach dem Biegeschnitten zu fräsen hat gut geklappt, da war ich mir nicht sicher, welche Reihenfolge schlauer ist, aber für eine musste ich mich ja entscheiden. Die erste Seite war noch relativ einfach zu verleimen, allerdings blieb für den gewünschten Radius von 6 cm ein Schnitt übrig, der scheinbar nicht gebraucht wurde. Bei der zweiten Biegung habe ich statt 7 nur 6 Schnitte gemacht und es ließ sich nicht mehr so biegen, wie ich wollte. Mit dem ergänzten 7. Schnitt ging's, aber auch dieser blieb sozusagen ungenutzt. Verstehen tue ich's nicht wirklich und ich habe beide im Anschluss wieder mit dünnen Abschnitten verschlossen. Das Verleimen der zweiten Seite war schon wesentlich komplizierter. Auf die Idee, mir da einen Rahmen aus Brettern zu bauen, um das ganze Stück auf einmal zu verleimen, kam ich leider zu spät. Daher mein dritter Tipp, mach dir lieber einen Rahmen, wenn du sowas in der Art vorhast. Der Prozess ließ sich grob in etwa so zusammenfassen. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich bin aktuell noch zufrieden genug, um damit weiterzumachen. Die Risse sind entstanden, weil ich das Holz vor dem Biegen nicht befeuchtet habe. Das zu tun ist Tipp Nummer 4. Macht mich jetzt aber alles nicht verrückt, weil ich das Gehäuse in Hammerschlag-Optik lackieren will und glaube kaum, dass das im fertigen Produkt noch störend sichtbar bleibt. Außerdem sind noch lange nicht alle Hürden überwunden und es kann immer noch einiges schiefgehen, also mache ich jetzt damit erstmal weiter. Reservematerial für einen weiteren Versuch habe ich sicherheitshalber auf Lager. Bisher hat aber alles fast schon erschreckend gut geklappt. Dennoch bin ich jetzt schon davon weg, dass das sozusagen ein fertiges Produkt wird und sehe es als Prototyp. Jetzt kommt erst einmal ein einfacher Boden drauf, um das Gehäuse sicher handhaben und schleifen zu können. Die Aufhängung an der Wand mache ich mit einer kurzen French-Glied-Leiste. Es müssen sowieso 2 Löcher in die Wand und die Methode macht es mir einfacher, das waagerecht auszurichten. Für die Stabilität, wenn etwas auf dem Gehäuse abgestellt wird, ist das sicher auch nicht schlecht. Die Leisten baue ich sehr einfach aus einem Reststück. Nach dem 45-Grad-Schnitt wird die endgültige Dimension festgelegt und geschnitten. Tipp Nummer 5. Ich habe vor kurzem ein paar Hängeschränke im Flur montiert. Im Nachhinein würde ich das nun auch mit French Glied machen und das lummelige Montagematerial direkt beiseite lassen. Dass da ein Astloch drin ist, wird der Stabilität keinen Abbruch tun. Um die Keilleiste im Gehäuse anzubringen, fräse ich da auch einen passenden Falz als Gegenstück ein. Nach ein paar Wochen mit dem Säge- und Fräsrollwagen im Einsatz wächst meine Begeisterung täglich an. Ich verwende ihn auch als zusätzliche Arbeits- und Abstellfläche und verlinke euch auch das Video in der Videobeschreibung. Ich denke, gerade für kleine Werkstätten kann das eine Inspiration sein, falls du es noch nicht gesehen hast.
Du hast ja eingangs schon gesehen, was es im Endeffekt wird, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Ist es eine Wandlampe, ein beleuchteter Sockel oder ein Fake-Kamin? Wenn du eine originelle Idee für einen Namen hast, schreib's mir in die Kommentare. Ich suche mir dann gerne einen aus, der im Gehäuse verewigt wird. Ein Foto poste ich dann in meinem Community-Bereich als kleine Erinnerung. Als Schalter habe ich einen einfachen Kippschalter mit Gummikappe ausgesucht, der nahezu ganz im Gehäuse eingelassen wird. Ich wollte da nichts abstehen haben und dank der Gummikappe sollte der sich mit einer Wischbewegung leicht betätigen lassen. Dazu muss ein Langloch ins Gehäuse, was hoffentlich erstmal die letzte Zitterpartie für den Bau der Kiste wird. Die LED-Birnen mit einem erstaunlich angenehmen Fackeleffekt habe ich mal für laue Sommernächte im Außenbereich angeschafft. Und eine ist bis heute auch dort geblieben. Die andere war eher lieblos als gelegentliches Ambientelicht im Wohnzimmer versteckt. Ich wollte da schon lange mal eine hübschere Lösung, aber irgendwie hatte ich keine Idee und so kam es bis jetzt nicht dazu. Viel ist in einer Lampe ja nicht drin. Ein Kabel geht rein, ein Schalter lässt Strom zu einer Fassung oder eben nicht. Trotzdem ist mit Strom nicht zu spaßen, selbst wenn man weiß, was man tut. Als Fassung für die Birne habe ich eine für die Wandmontage ausgewählt, da ich die Birne quasi stehend im Gehäuse haben will. Also muss nur ein Löchlein für die Kabelzuführung rein und sie ist verwendbar. Der Schalter soll ja nur ganz kurz aus dem Gehäuse ragen und muss aufgrund seiner Bauform einen gewissen Abstand innen zur Gehäusewand haben. Da habe ich mich entschieden, etwas zu konstruieren und den 3D-Drucker einzusetzen. Mir fiel leider erst beim Schneiden des Videos auf, dass ich mir die Stützen hätte sparen können, wenn ich das Teil um 90 Grad gedreht, auf der Seite stehend gedruckt hätte. Klarer Anfängerfehler, daher mein Tipp Nummer 7, besser mal eine Minute länger im dreidimensionalen Raum nachdenken, bevor man auf Drucken drückt. In der dritten Version hat aber alles sehr gut geklappt und war einfach zu montieren. Als Verdrehschutz habe ich noch eine Nase ergänzt, die den Schalter in Position hält. Das sieht alles schon ziemlich so aus, wie ich mir das vorgestellt habe.
Um zu verhindern, dass man versehentlich an den stromführenden Kontakt kommt, wenn das Gehäuse offen ist, kommt noch eine Einhausung drum. Trotz keinerlei Erfahrung mit Toleranzen für Presspassungen von gedruckten Teilen hat das zu meiner Überraschung direkt beim ersten Versuch sehr gut geklappt. Das Kabel bekommt noch eine Zugentlastung, aber viel mehr muss an dem Innenleben eigentlich nicht gemacht werden. Für mich war der Bau bisher mit all den Techniken und Methoden schon ziemlich spannend. Jetzt geht's aber an die Front. Die Vorderseite. Und damit an den eigentlichen Effekt. Zuerst wollte ich ein Dünnfurnier verwenden, das an sich eine Maserung hat, die Flammen sozusagen skizzieren. Etwa sowas in der Art. Ich hatte aber die Befürchtung, dass mir das zu statisch, zu aufgemalt aussieht und habe nach etwas Lebhafterem gesucht. Da habe ich mir dann Vogelaugenahorn in den Kopf gesetzt und meine Güte, war das schwer aufzutreiben. In den vorderen Falz kommt jetzt quasi eine Blende, die das Furnier tragen soll. Ich habe schon lange eine dünne Leiste rumliegen und mir überlegt, ob man die nicht mit Dampf in Form bekommt. Es war eine spontane Idee und ich hatte keine Lust, mir dafür jetzt mordswas zu basteln, also habe ich mich für eine Redneck-Version entschieden und das Ganze mit einem Wasserkocher ausprobiert. Tipp Nummer 8. Ich glaube, das hätte sogar funktioniert, wenn ich mehr Geduld investiert hätte und das Material vorher gewässert hätte. Habe ich aber nicht gemacht, also wurde das auch nichts. Zurück zu Plan A und einen Bogen aus dem Multiplex ausgesägt, verleimt und möglichst plan geschliffen. Die Fräse kommt dann für die finale Form zum Einsatz, davon zeige ich jetzt aber nicht allzu viel, das war mir selbst stellenweise zu grenzwertig. Aber ich hatte keine Idee, wie ich es anders machen kann. Ich möchte hier mit Blattkupfer einen optischen Akzent setzen und hoffe, dass da vielleicht Reflexionen von der Fackelbirne nochmal aufgenommen werden und sozusagen einen Übergang zum Gehäuse schaffen. Mal sehen, ob das zumindest ungefähr so wird, wie ich mir das vorstelle. Profis nehmen als Kleber sogenannte Anlegemilch. Tipps im Internet sagen, man kann aber auch Holzleim mit Wasser strecken und damit habe ich dann auch direkt drauf losgefummelt. Die Optik kommt schon ziemlich nah an das ran, was ich wollte. Da mit Blattmetallen zu arbeiten, gibt auf jeden Fall mehr Struktur und einen schöneren Schein, als es zu lackieren. Aber war das ein Gefummel. Mein Pinsel zum Glätten war doch etwas zu stramm, da gab es dann noch einige Stellen zu flicken. Durch mein Arbeitslicht sieht das jetzt alles sehr golden aus, aber ich versuche später nochmal einzufangen, dass es wirklich kupferfarben ist. Ich hoffe, dass das nach einer Schicht Klarlack zum Versiegeln besser hält und nicht gleich wieder abfällt. Interessant war es auf jeden Fall mal, das Ganze auszuprobieren und bis zum Test, ob sich das optisch auszahlt, ist es nicht mehr lange hin.
Der letzte Bauschritt ist nun, das Furnier zurechtzuschneiden und zu ölen. Mit der Blende bin ich nicht wirklich zufrieden, muss ich sagen, weiß aber auch gerade nicht, wie ich sie besser machen kann. Aber so ist das bei Prototypen. Sollte mich mal ein Geistesblitz für eine geeignetere Methode treffen, kann ich sie noch austauschen. Alles in allem habe ich aber wieder super viel gelernt oder zumindest bemerkt, auf was man bei den einzelnen Techniken und Methoden achten sollte, und das ist mir einfach viel wert. Nun noch das Furnierölen. Dazu habe ich normales Mineralöl verwendet. Nach meinen Recherchen scheint es da zwar jede Menge Meinungen zu geben, welches Finish man für Furnierlampen nehmen sollte, aber nicht wirklich Belege, was in Sachen Geschmeidigkeit besser ist. Und Mineralöl habe ich da. Apropos Finish, während das Öl einzieht, wird nun die Elektrik auch gefinisht und alles zusammengebaut. An die Wand hängen werde ich das jetzt noch nicht, weil wir im Wohnzimmer auch ein paar Sachen umgestalten wollen und noch nicht klar ist, wo das gute Stück dann genau landet. Wenn es mich reißt, kann es auch sein, dass ich mit den Erfahrungen durch den Bau des Prototypen noch eine zweite Version baue. Wie gesagt, die Blende mag mir nicht so richtig gefallen, wie sie ist, und irgendwie ist es deutlich größer geworden, als ich erwartet habe. Mal sehen. Ich habe bei dem Bau auch gemerkt, dass ich in meiner kleinen Werkstatt noch einige Dinge verbessern möchte. Was ich da bisher an Videos gemacht habe, verlinke ich dir am Ende in einer Playlist dazu. Ansonsten stöbere gerne ein bisschen auf meinem Kanal und entscheide, ob du künftig per Abo und Glocke über neue Videos informiert werden möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.